So, hallo zurück zu einer neuen Folge von RoboCop, Rogue City. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier jetzt noch einen Fertigkeitenpunkt und ich weiß gerade leider nicht mehr, ob wir den schon vergeben hatten. Das ist wirklich doof. Doch, wir waren auf Scan gegangen, ne? Scan waren wir, glaube ich, gegangen. Mit 25, irgendwas war da mit 25% mehr Reichweite. Genau, Kusek. Wir reden jetzt einfach mit Kusek. Am liebsten hätte ich gesagt, nee. Aber egal. Wird ein politisches Gespräch. I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. Warum habe ich ihn jetzt schon wieder unterstützt? Ich habe nur mit ihm We're geredet. killing ourselves to put those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the streets. Why even bother? Don't get yourself down. Nothing really changes. We're still gonna be chasing after the bad guys. Now that Becker has his robots, do you really think so? You better stop being so naive and join the strike. Ah ja, Whittaker und sein Streik hier. Genau, wir machen jetzt erstmal die Nebenmission. Washington. So. Das finde ich cool, dass wir da jetzt wirklich rausfahren können. Ja. Ich hoffe, wir fahren jetzt auch wirklich zur richtigen. Okay, wir sind zumindest schon mal in Detroit. Also im... Murphy, are you on your way to see Dr. Blanche? Yes, let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Das will ich jetzt Keep me verfolgen. posted. Ach, da hinten ist das, okay. Ja, wir machen das auf jeden Fall zuerst. Und wir haben wieder unsere schönen Nebenmissionen. 3 Verstöße und 400 Diebesgut. Das werden wir ja wohl hinkriegen. So, dann gucken wir jetzt mal. Just look at that. I wouldn't have believed I'd see her out. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Okay, Washington, komm Remember mit. your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. I'll secure the perimeter. Ich habe nichts gegen Officer Staff, aber er ist halt einer, der sehr schnell... It's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. Ja, also Washington, benimm dich. Lass dich nicht wieder anschießen. Das ist der Laden von dem Herrn, ne? Glaube ich. Let's get him! Murphy, you're something else. Wollte ich You gar really nicht. know your stuff. Ich
wollte Zeitlupe machen. Ah, lecker, lecker. Oh ja, jetzt warte mal auf mich. Let's get him! Ja, gleich. Oh, ich habe noch das Gewehr aus dem Gefängnis. They stand no chance against you. Ich dachte, der wäre schon tot gewesen. Okay, ja, jetzt ist er auf jeden Fall tot. So, hier noch irgendwas Schönes. Nee. Ja. Hübscher kleiner Fischladen hier. Weil so klein ist der gar nicht. What? Yours? That'll teach him a lesson. Verstehe ich jetzt nicht, warum der nicht über Bande geschossen hat. Das ist immer noch so ein bisschen doof, weil er diese 3-mal Schüsse hintereinander macht. Dann zählt er die irgendwie nicht. Lecker. Ah, der arme Typ. Muss er erstmal seinen ganzen Laden wieder neu aufbauen. You wrecked my shop. Oh God, what will my father say? The fish. All the fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Zählt das jetzt eigentlich auch hier für... Ah, sehr gut. Oh, und wir haben einen Fertigkeitenpunkt. Deduktion würde ich ganz gerne nochmal mitnehmen. Was war Technik? Ah, nee. Ich nehme mal Deduktion. Dann finden wir noch ein paar mehr schöne Sachen auf den Karten. Haben wir einen größeren Scan-Bereich. Open the door and come out with your hands up. Oh shit, that's RoboCop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. Also verpisst euch lieber, wenn ihr keinen Ärger wollt. Ich nehme keine Befehle von Kriminellen entgegen. Und was, wenn ich Ärger will? Ich brauche nur ihre Aufgabe. Meint ihr jetzt die Aufgabe von der Polizei oder OCP? Und was, wenn ich Ärger will? Ich nehme keine Befehle von Kriminellen entgegen. Nehmen wir das in der Mitte. Perhaps I want trouble. You don't know who you're messing with, you stupid toaster. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door. He's reloading. Who's that? Wo hast du denn das jetzt bitte gehört? Habe ich gar nicht gehört, dass er nachgeladen hat. There ain't an ounce of respect in those perks. There's nothing sacred to OCP. I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Schön, dass wir Ihnen helfen konnten. Ich weiß nicht, der hatte aber auch schon abgedrückt. Ich weiß nicht, wo der hingeschossen hat. Naja, gut. Er hat ihn auf jeden Fall nicht getroffen. Haben wir Glück gehabt. Hier ist auch nichts mehr. Der Safe war auch schon offen, leider. Kein Safe für uns diesmal. Naja, gehen wir jetzt mal raus hier. Mission erfolgreich erledigt. Ich dachte erst, da wäre der mit seinem Sohn oder Enkel drinne.
Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight. So how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er sein Ansehen bei Officer Steph vielleicht erhöhen könnte, wenn ich ihn da mitnehme. So. Fischladen, da sind wir fertig. Cyberspur. Ach, das ist das. Okay. Ja, wir brauchen halt wieder ein paar Verstöße, ne? In diesem Gangversteck waren wir anscheinend noch nicht. Dann gehen wir da auf jeden Fall mal hin. Die anderen leuchten jetzt auch gar nicht mehr. Dann holen wir uns das auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne diese Nebenmission und Findmission machen. Damit wir das alles voll haben. Ja, ich weiß nicht, wann der wiederkommt, Leute. Oh. Ist hier bald ein Feiertag? Ach, die Wahlen sind ja bald, stimmt. Naja. So, was macht ihr da? Was ist hier schon wieder passiert? Hier ist auch jeden Tag irgendwie was Neues. Ihr wollt heute alle nicht mit mir reden. Das wäre aber doof. Er sieht total traumatisiert aus. So. Nix, was hier aufleuchtet. Ist das Fahrrad vielleicht gestohlen? Hm. Tja. Kann ich dir helfen? Nö. So, ich brauche ein paar Verstöße, Leute. Warte mal. Da lang renne ich gerade. Dann gehe ich hier geradeaus und dann links. Das müsste doch gehen, oder? Au, was ist hier passiert? Guten Tag. Hey, Robo, could you help us? We're in quite a pickle. Klar. We have here a dead campaign manager from Mills's office. This case is urgent, but we can't get inside the vehicle to examine the corpse. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of it, and I don't want to end up like a well-done steak. I am glad to be of help. Oh, Klärchen. And if you could look around for clues afterwards, you know, you never can tell with the electricity. Klar, kann ich auch mit euch reden? Nee. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. Ja, Kurzschluss. Da ist noch was. I assume a failure of the Magnavolt system. I will look into it. And if it wasn't for that, we'd have probably found the car on bricks and him in just his boxers. I wouldn't be so optimistic. Deaktivieren oder entladen. Wie kann ich es denn deaktivieren? Ah. The current flowing through the body of the car is 2,000 amps. It was prudent not to touch it. I told you, Miss Livewire, someday your proactivity will kill you. At least I wouldn't have to listen to how hungry you are every 5 minutes. Okay. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Great. But if you could take a look inside, just in case. Gladly. The victim was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Not everyone can tie something like that. Ist das ein Ohrring? There is an earring on the front seat. Could be helpful if we find out who it belongs to. The deceased is holding the phone.
The last number dialed is described as the office. Was he calling his own office during the murder? The phone, the Certainly earring, worth and a checking. sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. We need to finish here before we can join you. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. Why would OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here. Why did you not join the strike? I owe Reed a favor. And you're too close to retirement to risk it. But there's nothing keeping you here, Officer O'Neill, apart from making my life less bearable. Well, somebody's gotta watch your clumsy ass. I will let you know if I find anything in that office. Auch die We'll meet you sind there, ganz cool. and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Ah, das sind schon coole Socken. Die mag ich, die beiden. Ja. Gehen wir jetzt einmal zum Büro. Ich wollte ja auch noch... Warte mal, gibt es hier einen Regelverstoß? Auch nix. Na gut, gehen wir hier mal lang. So, nach links. Und hier müsste... Ach so, noch weiter, okay. Aber da waren wir doch eigentlich schon, oder? Naja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ja. Habe ich hier irgendwas übersehen gehabt? Nee. Eigentlich nicht. Ja, schön. Okay. Hier ist das Warenlager, ne? Wo die Gegenstände waren von... Wie heißt die nochmal? Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Gut, können wir nicht mehr rein. Ich brauche ein paar Verstöße hier. They'll figure it out, I'm telling you. Connect the parts, plug in the wires, then get the money and run. Everything will be fine. Trust me. Okay. But it's the last time I lie about knowing how to do the job. Ah, ich kann gar nichts machen mit denen. Schade, schade. Okay, hier wird es dann wahrscheinlich noch irgendwas Cooles geben. Kommt schon, Leute. Ich brauche ein paar Regelverstöße hier. Ihr wollt auch nicht mit mir reden. Schade.
Nee, Leiter hatten wir auch schon. Da war nichts mehr gewesen letztes Mal. Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Ja. Okay. So, da ist ein Verstoß. Endlich. Der erste. Rein damit. Okay. Shh. He can hear you. Let him hear. They're fixing it with my tax money, and he's still sticking with that Mills bastard. Ich weiß noch nicht, wer von euch da gerade geredet hat. Ach komm, Leute. Ich brauche noch ein bisschen was hier. Kann sich hier nicht jemand prügeln oder irgendwas? I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections, but they give free food for handing out flyers. Tja. Hier noch irgendwas Schönes. Ist das Schach? Ah, das Schachspiel ist nicht mehr da. Hier ist auch nichts mehr. Na gut, also den ersten Regelverstoß haben wir. Das wird ja wieder eine schöne Suche werden. Wahrscheinlich finden wir das dann wieder zufällig. Immer wenn man danach sucht, findet man es nicht. Ich mache mich auch gleich auf den Weg zur Mission. Ne, da waren wir auch schon. I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections, but they give free food for handing out flyers. Nix. Mano. Da noch was. Nee. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Büro. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jedes Mal hochklettern müssen. Eigentlich ja nicht, ne? Haben wir ja jetzt schon ein paar Mal. Hier leuchtet auch nichts mehr. Steht auch niemand im Halteverbot. Ach Mensch, schade. Okay. Das ist aber ein hübsch. The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego ended in failure when his military supporters, Red Rat, staged a bloody protest. Ernesto was acquitted to prevent further bloodshed. Toll. Das ist aber echt ein hübsches Büro. Das ist schon. Oh, come on, please. Damn lock. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place.
Agatha Crane, Simon's assistant. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? A keycard issue. I have to recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things. They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. What? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? No. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Allow me to check the phones. Mr. Page called the office during his murder. Of course. But first we need to get inside. Maybe you could help with the door. Okay, hier ist sogar eine Kamera. Wahrscheinlich hat er dann seinen Tod aufgezeichnet. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Welches Techniklevel haben wir denn? 4. Na gut, dann. Ist ja egal, er ist ja tot. Dann macht jetzt eine kaputte Tür auch nicht mehr so All viel. calls go through my phone. It's on the desk on the right. Boah, das ist echt ein richtig schickes Büro hier, ne? Things to throw away. I regularly clean my workspace. I don't like to be distracted by anything. So, Anrufbeantworter will ich eigentlich noch nicht machen. So, Stichpunkte für Mills Rede. Die Botschaft, die es zu vermitteln gilt. Delta City ist die richtige Lösung. Erstens, Old Detroit soll abstoßend wirken. Zu verwendende Adjektive: beengt, schmutzig, alt, gefährlich, dunkel. Assoziationen mit Kriminalität, Gefahr, Perspektivlosigkeit. Zweitens, die Idee von Delta City verkaufen. Zu verwendende Adjektive: sicher, geschützt, sauber, hell. Assoziationen mit besseres Leben, gute Zukunft, Hoffnung auf mehr. Drittens, Mills mit Punkt 2 und Cusack mit Punkt 1 in Verbindung bringen. Hervorheben, dass Mills das Beste für die Einwohner will und Delta City dieses Ziel verkörpert. Na gut, so ist halt die Politik. Na. Schmutzig. Ein Boot. Did Mr. Page like to sail? It was one of his hobbies. I don't know who he sailed with, though. He kept me out of his private life. Okay. Ja, tut. Organ selling and other ideas for making money? The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Mr. Page's words. Ach, da. Mr. Page's computer. I don't have access to it. Ich weiß gar nicht, warum die Leute nicht wenigstens mal im Notfall ein Passwort an jemand anders geben. Ich meine, es kann doch immer mal was passieren und dann kann keiner da rein. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for himself. I didn't even know about them. Doch, hier. Hä? Jetzt. Receipts for gifts that Mr. Page gave during business meetings. Good. Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Cusack's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. In fact, they met yesterday. Oh, God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? As I said,
Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Oh God. G. Gloria who? Gloria Lindbergh, from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. Gut, dann haben wir schon mal eine heiße Spur. Und dann hören wir jetzt einmal den Anrufbeantworter ab. Hä, warum kann ich denn jetzt hier nicht mehr den Anrufbeantworter abhören? Ach so, hätten wir jetzt entweder den Anrufbeantworter abhören können oder jetzt den anderen Weg. We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. Ja, macht mal. So, dann gehen wir mal zu Gloria. Schade, ich hätte auch gerne den Anrufbeantworter abgehört. Irgendwas Neues hier. Nee, da malt keiner. Ach Manu, warum muss denn das so doof sein hier? Ich hätte es gerne einfach vor die Nase gesetzt. Wäre natürlich zu einfach. Das wäre es jetzt zu langweilig. Ja. Na gut, ich laufe jetzt einfach mal durch die Gassen durch. Das ist unser Auto, glaube ich, nur, ne? Ach, hier. Gott, wo wohnt sie denn? Erstmal im Keller. Sehr gut. Erste Mission haben wir geschafft. Ja, ich hoffe, wir kriegen noch die restlichen. Können wir da nochmal hoch? Ah ne, da ist so, okay. Na gut. Dann müssen wir jetzt noch 2 Regelverstöße finden und dann machen wir nach der Nebenmission die Hauptmission noch weiter. Tolle Wohnung. Are you Gloria Lindbergh from Mayor Kuzak's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask questions about Simon Page. He's my political opponent. I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered last night. Oh. Too bad for him. I kind of liked him. So why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? Ich würde ja auch... Sie hatten eine Beziehung, glaube ich auch, aber wir sagen mal die Beweismittel. We found evidence that you may have been at the crime scene. What a surprise. Evidence found by OCP, perhaps? Did you or did you not meet yesterday? I was supposed to, for business. But Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your apartment. If OCP wants to frame me, you probably won't back off anyway, so come on in. Sei nicht so eine Zicke. Zeig mal deine Ohren. Nee. Ich glaube, die hat gar keine Ohren. I always wondered if there was a man hiding under that shiny armor. Is this a gift from Mr. Page? He gave them to me when we met.
He was probably trying to buy his way into my favor. I lost the second one. Ja, ja, den haben wir, Gloria. Aber ich muss sagen, also die Bude, die ist ja wohl mega cool. Die sieht sowas von cool aus. I have a second glass if you want to loosen up. Wir machen erstmal hier weiter. Was ist das? Schlafmittel, Antidepressiva. I have a prescription for them. Schlafmittel. I can't fall asleep when I'm alone in bed. Kannst du mal aufhören, mich mit dieser Stimme hier anzureden? Q6 Rede, Entwurf Nummer 1. Unser Leitbild rettet die Viertel. Erstens. Was bedeutet Nachbarschaft im Viertel? Emotionen, die hervorgerufen werden sollen. Nostalgie, Solidarität, Heimeligkeit. Geschichte aus dem wahren Leben. Erinnerungen an den Geruch von frischem Brot aus der örtlichen Bäckerei. Nachbarschaftshilfe und Kinder, die sorglos auf der Straße spielen. Zweitens, OCP zerstört Nachbarschaften. Emotionen, die hervorgerufen werden sollen. Angst, Wut, das Gefühl von Ungerechtigkeit. Geschichten aus dem wahren Leben. OCP lässt Kriminelle gewähren und ruiniert Gebäude, damit sie an Wert verlieren. Wie meins. Nur Cusack kann die Viertel retten. Emotionen, die hervorgerufen werden sollen. Stolz, Wunsch nach Vergeltung. Wir holen uns unsere Viertel zurück. Anmerkung, man muss dafür sorgen, dass Q6 sich an das Drehbuch hält, anstatt aus dem Stegreif zu sprechen. So, was haben wir hier? I lead a busy social life. It's not a crime, is it, officer? Nö. Nö, ganz und gar nicht. I have various hobbies. Sailing is one of the more innocent ones. Wenn ich nicht aufpasse, versucht sie mich hier gleich ans Bett zu fesseln. Ah. Do you like it, officer? Such strong hands can probably tie strong knots. So, Tja. Am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Naja, also die Beweise sind schon nicht ganz so schön, ne? Dafür gibt es keine Grundlage. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Wenn man die Freiheit verliert, ist das kein Spaß. Naja, für sie schon. Sagen wir mal, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Be careful what you wish for. According to Mr. Page's schedule, you met often. Too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. They were afraid he might give me Mills's campaign details. You claimed that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. She's ambitious. She wanted to get a promotion out of it, but Simon fired her. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. I intend to do that. Please stay at our disposal. Missing you already. Tja, Agatha. Oh, falsches Zimmer. Ich hatte... Officer Neal, come in. Eindringen. Is the victim's assistant still with you? O'Neill here. We have a problem locating her, but I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. On my way. Keep Ms. Crane there and be careful. She is our prime suspect. Understood. Genau, ich hatte schon überlegt gerade, ob sie vielleicht einfach diesen Seemannsknoten sich selber beigebracht hat.
Um das jetzt der Gloria in die Schuhe zu schieben. Und auch mit so einem Seil. Wo ging es nochmal lang? Da ging es lang. So, ein bisschen schneller hier, mein Lieber. Damit uns die Agatha nicht abhaut. Ja, mal gucken, wo sie sich versteckt hält. Vielleicht ein doppelter... Also, doppelter Boden wollte ich gerade sagen. Vielleicht ein anderer... Also so ein versteckter Raum irgendwie. Where is Agatha? A very good question. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her, though. We must find her. New evidence suggests that she is the murderer. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Check every corner. She couldn't just disappear. How do we know that the missing lady is the one who did this? She had a motive. She threatened to reveal Paige's affair to get a promotion. He fired her instead. So, hier gibt es doch bestimmt irgendein Buch oder irgendwas, was wir rausziehen können. Dann wird sich da eine Tür öffnen. Ah, Passwort wusste sie wohl doch. Ne, wir sollen nur da gucken. Hier. Ach, da ist es. A secret button hidden in the desk. This is getting more interesting. As long as it's not red, I think we can push it. The case of the mysterious disappearance solved. Now all we have to do is open that door. It looks like she used a computer. Maybe we can find something there. Guck mal erstmal, ob ich... Aha, Technik Level 6. Gut, dann, lieber Computer. Zeig mal her hier. A message here says there is a panic room in this office. There is also an access code. Panic room, Magnavolt. This Page guy didn't like to let anyone in. At least the hide-and-seek game is over. So, 0 neue Mitteilungen. Ich möchte, dass du alle Zugangscodes zum Büro frühzeitig änderst. Die Person, die normalerweise dafür zuständig ist, wurde kürzlich entlassen. Bitte ändere sie über Nacht. Ich möchte von niemandem bei der Arbeit gestört werden. Die neuen Codes lauten 9584. Panikraum, Anrufbeantworter, das habe ich selbst erledigt. Ist es so einfach? 9584? Wäre ein bisschen easy peasy, oder? Open sesame. Ah, sure. Keep reminding me of the delicious sesame-sprinkled burger buns we haven't eaten yet. Ach, come on. Auf geht's. Just Diesen Ding. That's the problem. Simon. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of Simon Page. It was just removing an obstacle. You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. What else would you want from a political strategist? You have the right to an attorney. This is my attorney. I wasn't born to end up in jail. I was born for great things, and only I decide my fate. You committed a crime. You should suffer the consequence. We'll see. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us.
I hope they throw away the key. Because of your cold-blooded murder, I'll have to reheat my burgers. Ich weiß gar nicht, wenn sie uns jetzt also so nah vor der Brust reingeschossen hätte, dann hätte das bestimmt ein paar Schäden hinterlassen, ne? Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Tja, und dann würde ich eigentlich ganz gerne die nächsten Straftaten suchen gehen, damit wir die schon mal fertig haben. So. Ja, ich überlege gerade, ich mache das vielleicht offscreen. Oder ich nehme dann immer kurz auf, wenn ich die gefunden habe, damit ihr jetzt nicht so viel mit hier rumrennen müsst, weil ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Genau, dann treffen wir uns sonst in der nächsten Folge mit Dr. Blanche. Blanche? Ich vergesse immer ihren Namen. Ist das hier richtig? Nee. Oh, schade. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir die nächsten Strafmandate ausstellen können. Deshalb würde ich sagen, wir beenden jetzt hier die Folge einmal und dann gucke ich mal in der nächsten Folge, ob ich das finde. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. If Mills wins, I'll have to close up the store. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.